aber Sie meinen, dass die Deutschen schon gelernt haben, da, oder? Weil Sie sagen, Sie... Von was ich sehe, ja. das ist jetzt ganz anders. Die Demokratie ist viel strenger, wie sie in der Weimarzeit war. Und an dieser Zeit, da habe ich von Inflation gesprochen, da waren die Leute so Angst gehabt, jemand, der gesagt hat, das ist nicht ihre Schuld, das ist er Schuld, dass das nicht ankommen kann. Ich habe noch gesagt, nach dieser Reichspogromnacht kann man doch eigentlich gar nicht mehr ausreisen. Oder wie war das? Ja. Wissen Sie, wie Ihre Familie es dann noch geschafft hat, sozusagen nach dieser Reichspogromnacht noch auszureisen? Oder war das irgendwie vergeben? Weil Sie haben ich hatte gesagt, dass es die letzte Möglichkeit war, auszureisen. Ja. Im 38. Und das war ja, Sie haben ja die letzte Möglichkeit quasi genutzt. Nicht also ganz die letzte, no, es ging immer mehr schwerer. Also wir waren bereit zu gehen, aber Leute, die 39, 40, 41 nach hier waren, haben es immer schwerer gehabt. Meine Frau ist in 41 von Deutschland weg und sie haben 3 Jahre hier in Frankfurt gewohnt. Mein Schwiegervater hat Sklavenlabor gemacht in der Stadt. Er war 3 Monate im Buchenwald und hat probiert rauszugehen, rauszukommen. Konnte nicht. Er hat Hilfe bekommen von 2 oder 3 jüdische Organisationen. Joint Distribution Committee hat geholfen. Und meine Frau spricht in bessere Sense von dieser Zeit. Aber es geht immer schwerer und schwerer. Und Leute, die niemand gekannt hat in einer anderen Stadt, konnten nicht raus. I mean, man konnte nicht nach die United States kommen, ohne jemand, der da war und geschrieben hat, dass ja, der unternimmt, dass die Leute zu ihm kommen und dass er die Leute unterstützt. So hat man öfters gehört, ja, der US Council wollte nicht unterschreiben, dass man raus kann, weil nicht genügend Geld war dabei von den Leuten, die gesagt haben, sie kommen zu uns. Ja. Wie haben die jüdischen Organisationen den Leuten geholfen? Wie haben sie noch? Wie haben sie ihnen geholfen, die jüdischen Organisationen? Sie haben organisiert, sie haben erstens Geld zusammengebracht und sie haben mit dem American Council contacted. They were contacted by the American Embassy, by the Cuban Embassy. They arranged not only the emigration, but even the method of exit. They frequently negotiate to get the individual families out. And were very instrumental in doing that with practically everybody that emigrated in the later years. We couldn't get out without their help. Also vielleicht muss man da dann dazu sagen, es wurden ja dann auch die Reisepässe eingezogen von der jüdischen Bevölkerung später. Also sie hatten ja dann eigentlich keinen Pass mehr, sie brauchten dann falsche Papiere zum Beispiel oder sowas vermutlich auch, oder? Das kommt ganz später. Dann. Also mein Schwiegervater hat Papiere von Deutschland bekommen, ja, rauszukommen. Aber er musste the travel arrangements had to be made before. So even though they had help to do so, they had to do a lot of work themselves to get themselves out. Yeah, but how could they save themselves? Like this Jewish organization, why it was their
special reason why they weren't destroyed, or? Everything was not destroyed at one time, because it took time for things to happen. And again, my wife's family lived in Frankfurt for 3 years. Towards the end, and she describes the time she was in the air raid shelters when the British were bombing Germany, that they were still living here. They couldn't, they weren't allowed to buy in the same stores. They weren't allowed to work. They weren't allowed to do much of anything, except from my father-in-law's forced labor. But they weren't sent out. It wasn't all shut off. By the time she was ready to leave in '41, they were gathering Jews on the other side of Frankfurt to be deported to the camps. So this took time. Even the Nazis couldn't do everything all at once. And so they organized and took a section here and a section there. And in that time, you had a bit of a window with which to work and see if you could escape. Ja. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Haben Sie sie schon mal in Deutschland irgendwie getroffen oder erst in Nein, wir haben in Deutschland uns nicht gekannt. Wir waren zusammen in New York, in Manhattan, in der ein Kreis, eine Jugendgruppe, und war sie und mehrere Freundinnen, die sind gekommen in den Kreis, und da haben wir uns bekannt. Wir waren 15, 16 Jahre alt zu der Zeit. Sind zusammengegangen für ein paar Jahre, dann weg und dann zurückgekommen und geheiratet. Ja. Aber in Deutschland haben wir uns nicht gekannt. Haben Sie dann gleich Englisch miteinander gesprochen, oder? Zu der Zeit? Ja. Ah ja, dafür, da waren wir schon älter. Das war 5 Jahre nachher. Ja. Wir haben schnell Englisch gelernt. Ja. Wir sind nach USA gekommen, sind in die Schule gekommen, und da hat jeder Englisch gesprochen, da muss man gleich lernen. Ja. Haben Sie in der Familie noch Deutsch gesprochen oder auch gar nicht mehr? In der Familie ein bisschen. Meine Eltern haben zusammen in Deutsch gesprochen, aber sie wollten gern mit uns in Englisch sprechen. Okay. So haben wir wenig Deutsch gesprochen. Und sind Sie religiös eigentlich? Ja, wir sind ein bisschen religiös. Ja. Nicht ganz religiös, aber in den meisten Teilen, ja. Wir haben ein koscheres Haus, und unsere Kinder sind auch sehr religiös. Ja. Genügend so. Okay. Waren Sie früher religiöser als jetzt, oder hat es mit der Zeit nachgelassen, oder waren Sie schon immer so? Vom religiösen Seite? Ja, genau. Unser Haus war religiös. Okay. Meine Mutter und Vater waren sehr orthodox. Ich bin in einer religiösen Schule gegangen. Meine Frau nicht. Aber wir waren so erwachsen mit dem Religiösen dabei. Ja. So, ich ziehe mir das ab. Sehr, sehr warm.